Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz Online-Kongresses 2024. Mein Name ist Sebastian Mauritz, bei mir Werner Katzengruber. Hallo lieber Werner, schön dich hier heute zu sehen. Schön dabei zu sein. Vielen Dank, Sebastian. Ja, also du warst ja auch allein aufgrund eines deiner Bücher auch ein Wunschkandidat. Du hast nämlich dieses schöne Buch geschrieben, ich will es ablesen, damit es ganz richtig ist: Mental Health, die Schlüsselkompetenz resilienter Organisationen, im Wiley Verlag im letzten Jahr erschienen. Und das finde ich natürlich sehr spannend, wenn sozusagen Mental Health und resiliente Organisation in Beziehung gesetzt wird. Und da würde ich gerne mit dir heute mal drauf schauen. Vielleicht für den Start, diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist 'n du? Was machst 'n du? Wo sitzt 'n du gerade in diesem schönen mit diesem schönen Fachwerk, hinter dir, ja? Einfach so zum Kennenlernen. Okay, also Werner Katzengruber, bin jetzt dieses Jahr 60 Jahre alt geworden und, arbeite seit, ja, nun fast schon 30 Jahren mit Menschen in Organisationen, allerdings auch außerhalb, bin Psychologe, habe in Amerika studiert, bin dann über einen kleinen Umweg nach Indien gekommen, habe mich dort in buddhistischer Psychologie unterweisen lassen, dann ein paar therapeutische Ausbildungen gemacht im Milton Erickson Institut, Hypnotherapie, noch ein paar andere Geschichten und bin dann, vielleicht durch einen Zufall am Strand von Nikadua, das ist in Sri Lanka, da wollte ich nämlich so ein bisschen mich entspannen, von einem schwedischen Headhunter für eine internationale Beratung angeworben worden, habe 5 Jahre lang dann in der internationalen Unternehmensberatung gearbeitet und war dort verantwortlich für die sogenannten Top-Level-Kontakte, also Vorstände, Geschäftsführer und, habe die beraten, gecoacht. Ich habe dann halt gemerkt, dass diese Gespräche dann immer mehr auch ganz schnell ins Persönliche gingen und, habe dann nach 5 Jahren beschlossen, so eine kleine Boutique hier im wunderschönen Schloss Seefeld, um die Frage zu beantworten: „Wo bin ich?“ Also, ich sitze in einem Schloss in Bayern, umgeben von 5 Seen und das bietet mir natürlich so ein bisschen den idealen Background, auch mit Leuten, mit Menschen hier zu arbeiten. Habe hier eine eigene Akademie, bilde selbst Coaches aus und, bin sehr, sehr viel unterwegs in Organisationen, gerade in Zeiten wie diesen, wenn es um Transformation geht, Digitalisierung, Change-Prozesse, aber auch während der Corona-Zeit, um Menschen zu befähigen, auch ihre Resilienz zu stärken und, Organisationen auf dieser Seite, also wenn es um die Menschen geht, dahin zu bringen, dass die Menschen diese Veränderungen auch tatsächlich annehmen und mitgestalten können. Super. Ja, was man an so einem Strand alles so für Kontakte knüpft, ne? Ja, Also, das ist man soll da immer offen für alles sein. Also, stimmt. spannend. Mental Health als Stichwort. Wir haben ja in diesem Jahr Schwerpunktthema Resilienz und Mental Health. Wenn du diese beiden Begriffe so hörst, wie würdest 'n du die für dich in Beziehung setzen? Auf der einen Seite Resilienz, auf der anderen Mental Health. Ist es trennbar? Wie unterscheidet man's? Ja, bitte. Also, ich glaube, es ist nicht trennbar. Ich glaube, dass, Resilienz die Voraussetzung ist, um mental gesund zu sein. Und Menschen haben ja unterschiedliche, sage ich mal, Fähigkeiten, sich Probleme zu konstruieren und jeder reagiert ja auf anders auf bestimmten Situationen. Was ich allerdings festgestellt habe, so in den letzten Jahren durch meine Arbeit, ich glaube, dieses Thema Resilienz in der Übersetzung mit Widerstandskraft, da steckt für mich ein da kriege ich so eine leichte kognitive Dissonanz, wenn ich das höre. Warum? Weil in dem Wort Widerstandskraft dieses Wort Kraft drin ist. Und in diesem Wort Kraft steckt ja auch wieder Energie, die gegen etwas gerichtet wird. Also sprich, Druck erzeugt Gegendruck. Und was ich versuche mit meinen Klienten, mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, ist, sie eher durchlässig zu werden, also durchlässig werden zu lassen. Also nicht Druck aufzubauen, nicht zu überlegen, was müssen sie jetzt tun, sondern eher zu überlegen, was müssen sie lassen, um diesen Druck sozusagen ein Stück weit durch sich hindurchfließen zu lassen. Also da habe ich ein bisschen einen anderen Blick drauf, wie wahrscheinlich der eine oder die andere. Insofern, ja, um deine Frage zu beantworten, das eine ist abhängig vom anderen. Also es gibt da für mich keine Trennung. Also mentale Gesundheit und Resilienz ist für mich tatsächlich eins. Mhm. Sprichst du, wenn du auch durchlässig machen, ansprichst, sprichst du da das Thema Selbsttranszendenz an oder worum geht's da noch für dich? Es geht in erster Linie um dieses alte Prinzip der Homöostase, also des Ausgleichs der inneren Mitte.
Und jede Form von Disbalance führt ja unweigerlich zu Stress. Und wenn wir uns überlegen, in den letzten 20 Jahren hat sich unser individuelles Stresserleben sozusagen verdoppelt. Das heißt, wir sprechen ja heute gern von diesem sogenannten Burn-on. Und wenn das zur Norm geworden ist, dann hängt halt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes etwas schief. Mhm. Und das sich selber wieder spüren und das sozusagen sich selbst wahrzunehmen, ist für mich ein ganz essentieller Prozess, um mal überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, wenn es mir unter Anführungszeichen normal geht, also wenn ich sozusagen in meiner Mitte bin. Und Mhm. dieser Prozess ist ziemlich interessant. Also, noch mal zu dem durchlässig machen, weil ich finde das Konzept spannend. Du hast gesagt, buddhistische, Psychotherapie hast du als Hintergrund. Geht das dann in dieses Thema nicht anhaftend, nicht bewertend? Also, ich will noch mal auf dieses durchlässig, weil das Mhm. durchlässig ich glaube, wenn wir uns mehr für, wie Gunther Schmidt immer so schön sagt, Stresseinladungen der Welt durchlässig machen würden, würden wir 'n echt viel zufriedeneres Leben leben und nicht permanent so mit getriggert und schon wieder bringt mich was in Resonanz. Wie würdest du dieses durchlässig für dich konzeptionalisieren? Ich formuliere es mal in einer nicht buddhistischen Sprache. Ich Bitte. glaube, es gibt so zwei grundlegende Elemente des Lebens. Das eine ist die Bedeutungsgebung. Also welche Bedeutung gebe ich den Dingen, die geschehen? Und das ist so der eine Faktor. Das zweite ist die Aufmerksamkeitsrichtung. Also wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? So, und das wissen wir alle, dass unser Gehirn ja auf negative Informationen etwas besser gepolt ist wie auf positive. Und letztendlich findet dieses Durchlässige dann statt, wenn ich feststelle, dass meine Bedeutungsgebung letztendlich dafür verantwortlich ist, wie es mir geht und dass meine Aufmerksamkeitsrichtung auch jederzeit veränderbar ist. Jetzt könnte ich natürlich in Übersetzung in die buddhistische Philosophie, könnte ich natürlich sagen, ja, das hat was mit Anhaftung zu tun. Hm, Aber ich habe ganz oft den Eindruck, viele Menschen stehen so im dunklen Raum mit einer Taschenlampe und leuchten immer so in ein Eck, um die Türe zu finden. Also sie leuchten nicht den Raum aus, sondern sie warten ein bisschen, bis die Türe zu einem kommt. Und wenn ich mit Menschen arbeite und die dazu bereit sind, dann versuche ich schon dieses Thema Bedeutungsgebung und Aufmerksamkeitsrichtung zu konzeptionalisieren und ihnen zu zeigen, es geht auch anders. Und das sind dann so Schritt für Schritt Möglichkeiten, diese Durchlässigkeit zu erreichen. Also mhm, sprich, man könnte es vielleicht auch als emotionale Autonomie bezeichnen. Also selbstbestimmt zu sein, welche Dinge mich in welcher Form berühren und bewegen. mhm, Und damit beginnt für mich dieses sozusagen auch ein Stück weit dieses Neue im Denken und im Fühlen. mhm. Wenn wir mal auf das Thema Mental Health, resiliente Organisationen schauen und du als w mich interessiert immer, wenn Menschen sagen: „Ich gehe in Organisationen“, dann frage ich immer: „Was kommt 'n danach?“ Ist es Organisationsentwickler, Organisationsgestalter, Organisationserblühungshelfer oder Begleiter? Was kommt bei dir nach Organisationsbegleiter? Ich würde sagen Begleiter. Ja, Ja, okay. Begleiter in dem Sinne, dass die Situation ja sich meistens, sage ich mal, gleicht. Ja, also Ja. Organisationen verändern sich in irgendeiner Form, entweder technologiegetrieben oder durch Krisen. Und was dann passiert ist, dass Menschen, die noch nie gelernt haben, mit Krisen umzugehen, und das sind meistens dann logischerweise die Führungskräfte, weil die ja vorne dran stehen, die haben zwar unheimlich viel Fachwissen, aber sie wissen sehr, sehr wenig über den Menschen. Mhm. Und wenn man mit Führungskräften arbeitet und denen so ein bisschen bewusst macht, was da in den Menschen passiert und warum eben Reaktanzen kommen und wie man damit umgehen kann und wie man mit Ängsten umgehen kann, auch mit eigenen, dann kann man ein Stück weit, sagen wir, eine Organisation achtsamer, empathischer machen auf der einen Seite und dadurch aber auch diese Leistungsfähigkeit, die ja oft in solchen Veränderungsprozessen gebraucht wird, die kann man dadurch aktivieren. Mhm. Und ich versuche die Menschen da durch diesen Prozess zu begleiten, durch ganz unterschiedliche Aktivitäten, durch Workshops, durch Trainings, durch Einzelcoachings, durch Events, also durch gemeinsames Erleben. Und da entsteht dann eine neue Dynamik. Und da entsteht dann auch das, was für jeden Veränderungsprozess in der Organisation oder in der Gemeinschaft wichtig ist, nämlich Vertrauen. Und das ist letztendlich der Nukleus.
Mhm. Und, wenn du mal auf deine du hast ja ewig viel Erfahrung in diesem Bereich. Wenn du mal auf die letzten 20, vielleicht 25 Jahre, so mit der, Jahrtausendwende, mal auf diesen Zeitraum zurückschaust. Wir hatten ein paar echt spannende Zeiten, also Finanzkrise, und dann auch so zwischen 2010 und 2020 hatte ich so das Gefühl, da war auch jede Menge los, aber es ist irgendwie überschattet über die letzten 3 4 Jahre. Das hat ja immer so 'n sozusagen, also, wenn du 'nen noch helleres Licht hast, überschattet das alles andere so, oder noch mehr Schatten, beschattet alles andere. Wie hast du so diese letzten, ja, 24, 25 Jahre in Organisationen erlebt? Also, was sind da so die, weiß ich nicht, Trends, Wellen? Bleibt es eigentlich immer irgendwie das Gleiche, weil es sind immer Menschen, oder gibt's Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Also, was mit Sicherheit signifikant war, ist, dass sich die Geschwindigkeit erhöht hat. Also, die Geschwindigkeit der Veränderung, auch die Geschwindigkeit, wie Dinge neu also Dinge, die neu passieren, was die für 'n Impact haben. Also, jetzt, wenn wir jetzt an die kurze Vergangenheit zurückdenken, als Corona losgegangen ist, war plötzlich alles andere unwichtig. Also, jeder hatte so diesen Fokus auf diesen unsichtbaren Feind und es wurden ganz unterschiedliche Ängste aktiviert. Also, ich habe in der Zeit mit Menschen gearbeitet, die einen hatten Angst, vor dem Virus, die anderen hatten Angst vor der Existenzvernichtung durch diesen Virus, die nächsten hatten Angst vor der Impfung, die nächsten hatten Angst vor einem totalitären Staat, so in Richtung China. Und die Diskussion ging eigentlich immer darum, welche Angst ist richtig? Hm, Also, wer hat die richtige Angst? Und ich glaube, das hat noch mal ganz, ganz viel verändert, auch im Nachhinein. Also, ich glaube, da mhm. gibt es eine lange Nachwirkung, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Das merke ich auch sehr, sehr stark. Ich habe selbst 2 Kinder und meine Tochter ist, sozusagen mit Maske und, Schultüte eingeschult worden, während wir als Eltern vor der Türe stehen bleiben mussten, durften also nicht in die Klassenzimmer mit rein. Und das hat was gemacht Ja. mit den Kindern. Und das hat aber auch was gemacht mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitenden. Und, und jetzt ist es ja quasi wieder out of scope. Und jetzt kommen so die alten Themen wieder zurück. Ja, also Umwelt. Dann haben wir jetzt plötzlich 2 Kriege. Ja, wir haben zumindest in Deutschland eine nicht so blühende oder florierende Wirtschaft, wie wir es uns gewünscht hätten. Und jetzt ist so, ich habe fast den Eindruck, wir befinden uns alle so ein bisschen in so einer Angstneurose. Ja, also es herrscht ganz, ganz viel Angst und jeder hat aber so seine eigene und versucht mit dieser Angst irgendwie klarzukommen. Und das ist jetzt tatsächlich anders wie in den letzten 25, 30 Jahren, wo auch technologisch viel passiert ist, aber wo wir in Zeiten lebten, wo Frieden war, zumindest in Europa, und gleichzeitig wir uns relativ sicher gefühlt haben. Also es gab noch Dinge, die, ich sage jetzt mal, auf die wir uns verlassen konnten. Hm, Ja. Und heute haben wir ja eigentlich nur noch viele Informationen, die wir in irgendeiner Form selektiv wahrnehmen müssen und die wir in unserem Kopf dann irgendwie zurechtlegen. Und was ich ganz stark beobachte, ist, und zwar quer durch die Gesellschaft, dass sozusagen diese Verlässlichkeit von Informationen sich komplett aufgelöst hat. Und das macht unsicher. Und das ist, glaube ich, wir leben heute in einer ganz großen Unsicherheit, weil wir das Internet, das sozusagen als große Demokratisierungsmaschine irgendwie gestartet wurde, heute, glaube ich, eher so der Spaltpilz der Gesellschaft ist. Ja, und jetzt kommt das Thema künstliche Intelligenz. Also, was ist jetzt noch echt und was ist nicht mehr echt? Und da, glaube ich, befinden wir uns in einem nicht unkritischen Stadium. Und ich sehe schon so, ich kenne jetzt natürlich nicht jeden Menschen, der in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz lebt, da bin ich ziemlich viel unterwegs, aber ich spüre schon so eine Tendenz in der Gesellschaft, die tatsächlich in Richtung Überlastung aufgrund von Nichtwissen ist, also keine verlässlichen Informationen mehr zu bekommen. hm. Und den Unternehmen oder den Unternehmern geht es ja genauso. Ja. Also von daher, ja, ich glaube, wir sind so in so einer kollektiven Burn-on-Falle sozusagen. Mhm. Ja, also ich gucke mir diese Phänomene gerne mit Grundbedürfnisse oder unter dem Aspekt der Grundbedürfnisse an. Mhm. Und, nach Grave sind ja so die beiden wichtigsten Grundbedürfnisse einmal Bindung und einmal Orientierung und Kontrolle, so. Mhm. Und, es
poppte gerade bei mir so hoch, als du das, mit deiner Tochter erzählt hast, wo, ja auch während Corona mit dem Thema, ja, Kernfamilie und, nur noch zu zweit, also stark individualisierend, sehr gegen das Grundprinzip Bindung gearbeitet wurde. Auch, sage ich mal, gefühlt diese beiden Lager, geimpft, ungeimpft, dann auch da sehr die Unterscheidung betont wurde. Ne, jede Unterscheidung macht ja immer auch irgendwie eine Form erstmal von die einen und die anderen, und das hat dann aus meiner Sicht auch, zu einer gewissen Art von Trennung geführt, die auch noch nicht so richtig, also die wahrscheinlich, wenn man so 30, 40 Jahre weiterdenkt, auch als so eine Art kollektives Trauma sich in das Feld, sozusagen der Gesellschaft dann auch da drin ist und natürlich die Generationen, die kommen, da weitermachen müssen. Aber das, was ich momentan erlebe, ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, massive Verletzung von Orientierung und Kontrolle. Und das ist das zweitwichtigste Grundbedürfnis, und beide sind dafür geeignet, Traumata hervorzurufen. So. Ja, Jetzt mal an dich die Frage, wenn du in Organisation gehst oder auch generell aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, hast ja, weiß ich, wie viele, Hunderte oder wahrscheinlich Tausende, Zehntausende Coachingstunden Erfahrung, eher Zehntausende wahrscheinlich. Was kann man Menschen anbieten, um in Zeiten von, ja, Verletzung, Orientierung und Kontrolle, überhaupt noch, also die Orientierung in der Nichtorientierung oder die mhm. Kontrolle im Unkontrollierbaren zu behalten. Ich komme wieder auf meine zwei Kernthesen sozusagen zurück. Einmal auf die Bedeutungsgebung und die Aufmerksamkeitsrichtung und damit verbundene emotionalen Autonomie. Jetzt könnte man das natürlich auch mit Selbstwirksamkeit und Eigenermächtigung umschreiben. Das sind ja alles so Buzzwords. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, oder dass es schon eine Frage ist, ob wir jemals wieder zu dieser Gesellschaft zurückkehren, die in der Lage ist, in den Diskurs zu gehen, also wo man Meinungen stehen lassen kann, auch wenn sie unterschiedlich sind. Oder ob dieses Trennende jetzt das Vorherrschende ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es ja immer eine Motivation gibt, warum jemand eine bestimmte Meinung hat. Und da ist vielleicht der Buddhismus ganz hilfreich insofern, als dass dort ja als eine der Grundmanifesten der Mensch ja unantastbar ist. Also man trennt da ein Stück weit den Mensch von den Handlungen. Warum? Weil jeder Mensch eine bestimmte Motivation hat, was zu tun. So, jetzt wissen wir, dass Konformitätsdruck natürlich extrem gut wirkt. Ja, und da das Gehirn auf Basis von Vergleichen arbeitet, ist jetzt immer so die Frage, gehöre ich zu den vielen oder gehöre ich zu den wenigen? Hm. Und ich glaube, da gibt es keinen richtigen oder keinen falschen Weg, da gibt es immer nur einen individuellen. Also das heißt, ein Stück weit sich frei zu machen von dem, auf der einen Seite irgendeine Meinungszugehörigkeit zu haben und trotzdem als integratives Element in der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein recht hilfreicher Weg, den ich auch selber beschritten habe, schon sehr, sehr lange, den ich aber auch versuche mit Menschen, die eben in dieser volatilen Stimmung sind. Ja, die sagen, ich habe das eine, ich habe aber auch das andere. Und ich kenne es jetzt zum Beispiel aus den Staaten, wo ja tatsächlich Brüche durch Familien gehen aufgrund der politischen Situation, Demokraten und die anderen Kollegen, wo wirklich Menschen in Familienkonstrukten nicht mehr miteinander sprechen, weil sie unterschiedliche politische Meinungen haben. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf unser Land, auf Deutschland, dann stelle ich fest, dass wir ja auch so Tendenzen haben. Und da habe ich ehrlich gesagt also kein besonders gutes Gefühl dabei. Ja, und ich glaube, da hilft nur der Dialog auf der einen Seite, aber auch dieses sich sozusagen innerlich befreien, irgendeiner sozusagen Meinungsmacht zugehörig zu sein, sondern vielleicht zuzuhören, den Dingen eine Bedeutung zu geben, aber auch gut zu überlegen, was es mit einem selbst macht und wo man vielleicht auch seine eigene emotionale Autonomie tatsächlich schützen muss. Ich glaube, das wäre jetzt so Mhm. eine Antwort auf deine Frage. Ja, das klingt so ein bisschen nach einer sowohl als auch Kompetenz. Ja, Ne, also entweder oder hat immer was Trennendes. ja, Sowohl genau. als auch hat immer was sozusagen was Gemeinsames. Und wie gesagt, genauso wie dieses, welche Angst ist richtig? Ja, ist jetzt die Angst vor meinem Existenzverlust, weil meine Firma gerade zumachen musste? Oder ist es die Angst vor diesem oder vor jenem? Ähm,
ich glaube, dieses kollektive Angstempfinden mal wahrzunehmen, ohne selbst in Angst zu gehen, das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und das Ja, ist etwas, was so einen sozusagen inneren Prozess der Mitte wieder mhm, unterstützt. ja. Ja, Stephen Gilligan sagt dazu so schön: „Be with it without becoming it." Und das finde ich so 'n in so 'nem Witness State zu sein und zu sagen: „Ach, interessant." Ist ja auch bei den eigenen Emotionen schon spannend, sich nicht mit denen zu identifizieren oder zu Mhm. verwechseln, sondern zu sagen: „Okay, spannend, ich erlebe hier grad 'ne Emotion. D Wo will die mich hinweisen? Wo will die mich hinführen? Oder was meldet die mir grade rück?" D und das ist jetzt einfach gesagt, Angst ist ja wirklich, ähm also, ja, auf der einen Seite sagt sie: „Hey, ich brauche hier Sicherheit und ich hätte gerne mehr Klarheit." Und so kann man ja auch, finde ich, gut auch sehr abstruse, Geschichten oder Narrative, erklären, ähm, äh, weil da immer eine gewisse Angst hintersteckt und dieses Narrativ schafft halt Sicherheit, schafft halt Mhm. Orientierung und Kontrolle. Und gleichzeitig, zahlt man meistens einen Preis, weil es vielleicht an die Lebenswirklichkeit von anderen nicht anschlussfähig ist. Und da finde ich diesen Hinweis: „Trenne den Menschen von seinem Verhalten oder unterscheide den Menschen von seinem Verhalten, liebe den Menschen und diskutiere das Verhalten." Das finde ich so von der Haltung, dann sehr hilfreich, ja. Ja. Also, ich glaube, so einer der entscheidenden Momente, die ich jetzt zum Beispiel in meinen Coaching-Ausbildungen erlebe, ist, wenn ich mit den, Teilnehmenden mal so Themen diskutiere wie: „Wer denkt denn jetzt gerade? Ja, also bist du das und wer ist denn dein Du, der da denkt? Ja, Und welche Stimme ist es? Kennst du die vielleicht von woanders?“ Oder auch die Frage, wenn du Angst hast, ist es ein Gefühl oder ein Zustand? Und wenn es ein Gefühl ist, was ist denn das Bedürfnis hinter dem Gefühl? Und, ich glaube, das sind so Prozesse, die kann man mit sich selbst gut oder auch mit anderen gut machen. ja, Und man kommt so eher an diesen sozusagen an diesen wirklichen Kern. Und meine Erfahrung ist es ein bisschen wie Zwiebelschälen. Je mehr du von der Haut runternimmst, umso mehr kommst du in den Kern und auch in die Mitte. Und das ist, immer heilsam. ja. Aber nun ist ja sozusagen, also du und auch ich und auch, sage ich mal, Teilnehmende in deinen Coaching-Ausbildungen, die sind ja, ich nehme an, in vielen Erkenntnisprozessen, in vielen Reflexionsprozessen, Meilen weiter als, jetzt, Menschen, denen man erstmal überhaupt erklären kann, dass man Emotionen regulieren kann durch irgendeine Form von Atemtechnik oder irgendwas anderes Bifokales, wie zum Beispiel den Butterfly Hug oder wie auch Mhm. immer. Das ist ja für viele schon so: „Hä, wie?" Und für viele ist es auch irritierend, dass man sagt: „Na ja, es gibt nicht nur, es geht mir gut oder schlecht, sondern da gibt's eine gewisse Varianz von, weiß ich nicht, 15, 20, 30 verschiedenen differenzierbaren Emotionen", so. Ähm, wie wie führst du das in Organisationen ein? Weil natürlich, also was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte in Bezug auf Psychologie viel, viel besser ausgebildet sind als noch vor 10, 15 Jahren. Wo ich dann denke: Woher wissen Sie denn das?" „Ja, ich habe da so einen Podcast, den höre ich mir gerne an" oder „Ich habe mir da mal so ein Buch gekauft" oder „Ich habe mal so einen Grundlagenkurs." NLP oder Coaching oder was auch immer, das waren nur 5 Tage, aber das hat mich schon weitergebracht. Das finde ich hochgradig interessant. Ähm, Wie baust du Brücken in Organisationen für dieses, ja, also komische Thema in Anführungsstrichen Psychologie, Menschen verstehen? So, wie geht das? Wie machst du dafür Marketing? Also, ich habe das Glück, dass die Menschen zu mir kommen. Also, ich jetzt nicht viel Marketing, also, natürlich mache ich Marketing. Ich habe 2 Leute, aber ich weiß nicht, was die machen, aber sie machen. Ähm, aber jetzt mal in den Situationen selbst versuche ich das immer erlebbar zu machen. Also, erlebbar bedeutet, ich kann jetzt mal aus der Praxis sprechen. Also, ich habe jetzt vor Kurzem so eine Gruppe von Führungskräften, es waren 14 und, die waren in einem Raum und die kamen da rein und dann waren dort Kissen und keine Stühle und keine Bänke, sondern nur Kissen.
Und dann stand 'n Buddha da vorne an der sozusagen an der Frontseite. Also, war schon mal große Desorientierung. Was passiert denn hier? So, Ja, jetzt ja, genau. rollt er den Gong rein und holt die Räucherkerzen, um Genau, Gottes genau. Willen. So, und dann war in der Mitte dieses Raumes war ein Kreis. Und dann habe ich gewartet, wie sie sich so alle 'n bisschen orientieren, und dann hat so Mhm. jeder so stand vor seinem Kissen. Und, dann habe ich mich kurz vorgestellt und habe gesagt: „Okay, also bevor wir jetzt starten, würde ich gerne 'ne kleine Übung machen.“ In der Mitte ist 'n Kreis. Jeder hat jetzt so sein Lieblingslied, und ich würde dazu bitten, so einen nach dem anderen rauszugehen, in den Kreis zu treten und sein Lieblingslied zu singen. Und dann kam natürlich das, was du dir vorstellen kannst, maximale Irritation. Und, dann habe ich 'n bisschen gewartet, kleine Pause gelassen und gesagt: „Ne, also keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht singen, aber ich wollte Ihnen gerne schon mal das Gefühl geben, was in den nächsten 3 Tagen Ihr ständiger Begleiter sein wird. Nämlich das Gefühl, aus der Komfortzone rauszugehen, das Gefühl, sich unangenehm zu fühlen, das Gefühl, was Neues zu haben und so weiter und so weiter. Und ich werde Sie zu nichts zwingen, aber ich werde Sie immer einladen, Dinge neu zu probieren.“ Und, in diesem Seminar, wie in vielen anderen, war es dann tatsächlich am dritten Tag zum Abschluss so, dass jeder in den Kreis ging und gesungen hat. Und ich habe das vorher und nachher sozusagen dokumentiert mit meinem Handy. Und da geht es um das Erlebbare, weil die Theorie, ich bin da immer so ein bisschen kritisch. Also, ich habe selbst, bei John Grinder 'ne NLP-Ausbildung gemacht und, fand das auch alles ganz toll. Aber ich hatte immer so ein bisschen Bedenken, ähm, einfach bei dem Thema Manipulation. Also, wie viel muss ich wissen von was, um was zu tun? Wenn ich halt jetzt Ericsson Sprachmuster nehme oder so die Tools, die Virginia Satir hatte, oder Gregory Bateson, dann sind das ja alles sehr, sehr kraftvolle Instrumente. Das sind ja Werkzeuge. Und für mich ist so ein Werkzeug immer wie ein Messer. Also, ich kann das am Griff anpacken, dann kann ich super 'n Brot schneiden und Menschen damit, ernähren, aber ich kann natürlich auch jemanden verletzen. Und da bin ich bei Führungskräften, und das habe ich schon öfter erlebt, dass dann 'ne Führungskraft halt gelernt hat, Pacing und Leading und Rapport herstellen und Reframing und Deframing und was es da nicht alles Schönes gibt. Und aber eigentlich überhaupt nicht beim Mitarbeitenden war, sondern nur bei sich. Ja, und sich tierisch gefreut hat, dass er jetzt da mal geleadet hat und gepaced hat und dann, dass er seine Sorgen reframen konnte. Aber wenn ich den sozusagen in dem Fall den Mitarbeitenden dann angeguckt habe, wenn er aus dem Meeting gekommen ist, also, da ging es ihm nicht besser wie vorher. Ja, und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Deswegen für mich ist es eigentlich relativ eindeutig. Also, meine Trainings oder meine Workshops, die ich mache, es dreht sich immer um Haltung. Also, ich mache immer sozusagen Haltungsworkshops, Haltungstrainings. Ich habe jetzt gerade das große Vergnügen, für 'n DAX-Unternehmen eine komplett neue, sie nennen es Führungskultur, aber so 'n komplett neues Führungskonzept aufzustellen, was viel zu tun hat mit den Generationenwechsel, mit den Situationen, wie sie sind, mit Homeoffice, mit Digitalisierung, mit KI und so weiter und so fort. Und natürlich, arbeiten in der Organisation Menschen von, sagen wir, 18 bis 65. Also, gibt es auch unterschiedliche Bindequalitäten, ja, altersbedingt und so weiter. Und, ich habe den ersten Workshop dort gemacht und die wollten alle Skills. Also, was muss ich tun, wenn? Und ich habe mit denen 3 Tage nur über Haltung gesprochen. Und das war für die auch wirklich wichtig, weil sie gesehen haben, ja, also nur aus einer inneren Haltung heraus kann ich auch Kommunikation, und es geht am Ende des Tages immer um Kommunikation, kann ich auch Kommunikation wirklich dienlich anwenden. Ja. Und ich bringe da immer das schöne Beispiel von dem, kennst du vielleicht, von dem Ehepaar, das sich immer streitet, und dann gehen sie beide zum GfK-Seminar, nur gewaltfreie Kommunikation, und seitdem brüllen sie sich zu Hause an, was sie sich vom anderen wünschen. Also, ne, so und so kommen wir Führungskräfteentwicklung oft vor. Ja. Ja, die lernen dann Ich-Botschaft, aktiv zuhören, Fragetechnik und hast du nicht gesehen, aber sie verwenden es als Waffe. Ja. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Ja, also, ich finde auch diese Frage permanent nach Tools. Haben Sie mal ein Tool, was ich machen kann? Ja, Gunther Schmidt sagte mal, dass der Chef vom Karl-Auer Verlag, Matthias Ohler, das Wort Tooligen geprägt hätte. Und das das fand finde ich ich toll. ganz zauberhaft und dachte nur so: „Ja, also, wenn auch so im Trainer also, ich bilde ja viele ResilienztrainerInnen aus und dann ist immer auch so: „Ja, was gibt's denn da für Tools?“
Ich Ja, bitte, ich finde Tools total super. Ich finde Übungen total wichtig. Aber die Haltung ist das, was den Unterschied macht. Gerade auch bei mentaler Gesundheit und Resilienz, wenn ich mit Menschen arbeite, ja. ja. Ja, super. Aber Ja, Tool-Ergänznissen das eigne ich mir jetzt mal, an, also Part Matthias super. Ohler, Chef vom, Ja, okay. Karl-Auer Verlag. Ich bin Toll. ja, das habe ich von Vera Birkenbiel, sehr inhaliert. Wir hatten mal eine Zeit lang ein bisschen intensiveren Kontakt und sie sprach immer davon, dass man doch bitte keine Quellenamnesie haben möge. Und Quellenamnesie als Begriff von Vera Birkenbiel, ist was, wo ich so denke, ja, wenn ich manchmal mir bei Kollegen oder auch SpeakerInnen-Kollegen mir das anschaue, wo ich so denke: „Warum steht da dein Name drunter? Das ist nicht von dir.“ Ja, wie es so schön heißt: „All knowledge is not new knowledge.“ Ja, Mhm. alles Wissen war schon irgendwie noch mal da. Und wenn es auch, nicht aus der jüngeren Geschichte ist, dann war es irgendwie im, Madhyamika-Buddhismus oder Theravada-Buddhismus oder im I Ching stand das so schon mal so oder bei den Stoikern oder so. Deswegen, ja. Aber das Thema Tooliganismus oder diese Skill und dann am besten Meta, Mega, was auch immer Skills, das ist ja auch so ein ja, immer so die Idee des Heilsbringens, wohingegen natürlich da überhaupt nichts gegen spricht, gegen gute Skills. Also, die von Ne, mir sehr geschätzte Ella Ammann hat ja dieses wunderbare Buch Future Skills geschrieben, wo sie das vom Stifterverband die Studie und das ist in Kooperation mit McKinsey entstanden, diese Skills mal sich vorgenommen hat, übersetzt hat und transportiert hat. Aber wie du so schön sagst, ohne die gute Haltung ist ein Skill was eher Unberechenbares. Wenn die Haltung gut ist, dann wirkt manchmal allein schon die Haltung als Skill und als Tool und dann braucht man eigentlich nur die gute Haltung dem Menschen gegenüber und dann läuft der Rest von ganz alleine. ja klar. Also, ich glaube, es ist auch, um noch mal auf diese Amnesie einzugehen, also, so gesehen sind wir ja alle, also, ich zumindest bin das ganz bewusst auch, und jetzt zitiere ich gleich den Urheber, das war nämlich, glaube ich, auch Gunter Schmidt, ein antizipierendes Plagiat. Sind wir ja alle, wir haben ja alle unsere Quellen und, 'n bisschen was erfinden wir vielleicht dazu. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, ja auch wiederum darum, mit welcher Haltung geht man da ran. Und für mich Ja, ist es immer, um nochmal auf die Führungskräfte zurückzukommen, so eine Grundannahme ist jemand wohlwollend zum Menschen oder nicht? ja, Und wenn er wohlwollend ist, dann glaube ich, dann ist schon sozusagen die Hälfte der Arbeit getan. Ja, ja. Ja, und das, ist für mich auch was, wo ich, wie soll ich sagen, ähm, dieses Wohlwollen, diese Liebe zu Menschen, die fängt doch aber eigentlich bei jedem selber an, oder? Also, ja klar. kann man das jemandem beibringen oder, im Sinne von, sagen: „Lieb mal den anderen, ohne dich selbst zu lieben“? Das ist schwer, oder? Das halte ich für, also ich persönlich halte das für ausgeschlossen. Ähm, Wobei Liebe da ja 'n sehr, sehr großes Wort ist. Ich glaube, es fängt ja schon im Kleinen an mit der Selbstakzeptanz und mit dem berühmten Spruch, auch wieder Plagiat, ich weiß aber den Urheber nicht: „Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein.“ Ja, Und wir leben ja halt schon in einer sehr perfekten Welt. Also, zumindest wird die uns vorgegaukelt. Und, dieser Perfektionismus, ob das jetzt das Aussehen ist oder ob das, die Dinge sind, die man so braucht, um irgendwas zu sein, die behindern natürlich schon so ein bisschen die innere Entwicklung, weil es ist ja auch so ein bisschen wie Salzwasser trinken. Ähm, also, ich habe gelernt, je mehr ich habe, umso mehr will ich. Ja, und, ich glaube, das tut nicht gut, weil es lenkt vom Wesentlichen ab. ja, Und ja, da war meine Zeit, muss ich sagen, in Indien sehr, sehr heilsam. Ähm, Weil ich, als ich in den Staaten war, auch in einem, so mal, schon sehr, sehr intensiven Leben war, also mit sehr, sehr viel Aktivität und sehr viel Stress. Das hat alles super Spaß gemacht. Aber an irgendeinem Punkt habe ich festgestellt, ich habe mich da ein Stück weit selber drin verloren und hatte dann Gott sei Dank die Gelegenheit, nach Trivandrum zu gehen, so ein vedisches Zentrum. Und, und da ist es mir aber erst aufgefallen.
Also selbst da war ich so die ersten 2, 3 Wochen noch so: „Ja, was muss ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Jetzt muss ich machen ein bisschen Yoga und 'n bisschen Meditation und 'n bisschen Ayurveda und vielleicht dieses und vielleicht jenes“, bis die mich dann irgendwann mal ausgebremst haben und gesagt haben: „Du setzt dich jetzt auf diesen Stein und bleibst da 6 Stunden sitzen.“ Ja. Ja, und, das war schon dann ist mir so langsam auch bewusst geworden, um was es eigentlich geht. So 'n Erlebnis würde ich eigentlich gern jedem wünschen, weil wenn die eigene Aktie oder wenn das eigene Selbst mal sozusagen klar ist und man weiß, man ist, man muss nichts sein, sondern man ist, Ja. dann hilft es schon. Ja. Diese ganzen Techniken, die oder diese ganzen, wie soll ich sagen, Schulen oder Wege, ich würde gern noch mal zum Thema Selbsttranszendenz zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung gemacht hast, in der Meditation. Ich bin jetzt gerade darauf angesprungen, als du gesagt hast, dieses einfach nur Sein. Sein hat ja eine Form von nicht müssen, nicht wollen, nicht sollen, nicht irgendwo hinstreben oder von wegstreben, sondern dieses im Moment sein. Ähm, Wo verortest du das im Bereich mentale Gesundheit? Ähm, Da bin ich jetzt ein bisschen logischerweise auch vorbelastet. Also, ich meditiere jeden Tag. Mhm, Ich war jetzt gerade im Zen-Kloster, also ich mache da Zen, also ich sitze jeden Tag und, mache das auch in meinem Unternehmen. Also, ich bin mittags hier, wir haben so einen Raum, da treffen sich dann die, Kolleginnen und Kollegen mit mir gemeinsam zu einer halbstündigen Meditation. Und dieses Gewahrsein des Moments ist ja eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, weil was ist denn der Moment? Ja, es ist eigentlich das, wenn die Zukunft und die Vergangenheit sich treffen und da zu sein und da einfach zu verweilen, das ist kann man jetzt schlecht beschreiben. mhm, Ja, es ist so, ja, es ist transzendent. Es hat eigentlich keinen Namen. Also im Zen-Buddhismus gibt es ja dieses, es ist die perfekte Form und gleichzeitig die perfekte Lehre. mhm, Und wie gesagt, ich bin regelmäßig im Kloster, um da zu lernen. Allerdings, und das ist vielleicht für mich so ein bisschen der Schlüssel gewesen, es ist keine Lehre. Also das ist also nicht Lehre im Sinne von, das kann man nicht lernen, sondern das ist eine Erfahrung. mhm, Und die ist so individuell wie der Mensch. Und insofern ja, ich kann Menschen nur raten, das zu tun, also in die Stille zu gehen und jetzt sich aber nicht anzustrengen im Sinne von, ich brauche jetzt da eine App dazu oder ich brauche jetzt da irgendwie eine geführte Trance oder ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Buddhas um mich rum. Nein, du kannst dich einfach hinsetzen und in die Stille gehen. Und dann kann das natürlich, gibt es viele Übungen auch dazu, wie man das besser lernt. Aber ich glaube, das ist so für mich, für meinen persönlichen Weg, war das eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ich bin sehr, sehr froh, die auch sehr früh in meinem Leben schon machen zu dürfen. Also das war wirklich, hätte man mir das in Amerika zu meiner Studienzeit gesagt, du wirst irgendwann mal 6 Stunden auf dem Stein sitzen, auf dem Indischen Ozean gucken, ja, dann hätte ich gesagt, ganz bestimmt nicht. Also alles andere, aber das nicht. nicht ohne Cocktail. Nicht ohne Cocktail, nicht ohne irgendwie gleichzeitig vielleicht noch, damals gab es noch kein iPhone, aber nicht ohne irgendein Device oder nicht ohne irgendein Buch. Also einfach nur da Ja, zu sein, ohne was zu tun. ja, Völlig undenkbar. ja, Ja, und es ist schon, war für mich ein guter Prozess. Und wenn ich die Möglichkeit habe, diesen weiterzugeben, dann tue ich das gerne. Aber es gibt natürlich Menschen, die dafür einfach überhaupt null empfänglich sind und das ist auch völlig in Ordnung. ja, spannend. Also, ich glaube, dieses, mehr Mut zur Stille, in dieser sehr lauten und eigentlich permanent sendenden Welt. Also, ich erinnere mich noch sehr gut daran, so an meine Schulzeit. Ich bin Jahrgang 75, da gab es noch sowas wie Sendeschluss. Ja, Also, sensationell. Das war dann irgendwann so um 1 oder so war dann Schluss. Dann kam war das nur noch schöne Bild das mit den Farben, ne? ja, dann war nur noch das Testbild da und dann Mhm. hat man gesagt: „Ja, jetzt ist zu Ende, jetzt gehen wir mal ins Bett", so am Wochenende, wenn man so nachts irgendwie mal länger aufbleiben durfte oder wie auch immer. Und das finde ich so schön. Also, 'ne externe Begrenzung,
Kollege von mir, Gerhard Moser, war auch, integriert in dieses Offline-Dorf, und wo Menschen dann eine Woche offline sind. Also, die haben für den Fall aller Fälle irgendwie noch so ein stinknormales Handy, wo sie ganz zur Not telefonieren können. Aber alleine da mal zu merken, wie oft unbewusst eingeschliffen man kurz guckt, klick, klick, klick und so weiter, ist ja schon also wirklich schwierig und alles ist 24/7 komplett verfügbar über die diversen Streamingdienste. Dazu noch Ja, das Rauschen von X und allen anderen Dingern und ich kann mich überall jederzeit hinbeamen. Ähm, Da braucht die Evolution ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre oder die Gentechnik noch ein paar Monate, bis wir uns da gut adaptieren können. Aber da ist natürlich die Stärke von diesen alten Traditionen, die sagen: „Hey, komm, ne? Komm in den Moment, komm in die Stille.“ ja. Also, wir können ja gucken, wenn, Elon Musk mit, Neuralink jetzt so weitermacht. Er hat ja schon das erste Implantat und der Patient hat's überlebt. Ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig. Also, ich kann mich in meiner eigenen Jugend erinnern, für mich gab's so ich bin auch leidenschaftlicher Musiker und, für mich gab es so einen Quantensprung damals, als der Rockpalast im Fernsehen übertragen wurde. Das war so, wow, ja, da saß man dann mit einer Kiste Bier und Chips und so saß man dann vorm Fernseher und das war das einzige Mal, dass das wirklich so da passierten einfach tolle Sachen. Dann kam MTV, dann wurde es schon irgendwie verfügbarer und heute ist es eigentlich uninteressant. Ja, also heute wird das, was früher Musiker waren, ist heute sind KI-gesteuerte, ich sage jetzt mal Sounddesigner, die dann auch noch die Videos KI gesteuert machen. Und da erlebe ich so ein bisschen den Verlust von Qualität. Also im Sinne von, kann da jemand noch ein Instrument spielen, hat er das gelernt? Oder drückt er halt auf den Knopf und das Ding funktioniert von alleine? Ja, Und dieses 24/7 immer sozusagen mit einer Shopping Mall in der Tasche unterwegs zu sein und immer Zugriff zu haben auf alles, das ist natürlich ein Zeitstaubsauger. Der saugt uns einfach die Zeit weg, unsere Lebenszeit. Und es ist halt nun mal so, dass wir Menschen leicht verführbar sind. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganzen Devices, diese ganzen Angebote, die führen natürlich zu einer Sucht. Und Sucht kommt ja auch von Suchen. Das heißt, ich bin permanent am Suchen und finde nichts. Und ich suche und habe irgendwann vergessen, wonach ich suche. Und ich glaube, da helfen so alte Traditionen, wieder so ein bisschen von außen nach innen zu gehen. Bei dem Außen werden wir wahrscheinlich keine Veränderung erleben, wenn wir sie nicht im Inneren schon mal sozusagen vorarbeiten. ja. Mal angenommen, du würdest jemandem das ist vielleicht so, um's rund zu machen, jetzt sagen, so eine Praxis, die vielleicht nicht gewöhnlich ist, die aber gut in den Alltag integrierbar ist und so aus deiner Erfahrung eine gute Wirkung hat. Welche könnte das sein? Also das allererste, was ich wirklich empfehlen würde, ist zu meditieren. Und jetzt, also ohne groß, also ich muss da keinen Kurs machen. Das kann man nicht lernen, das kann man erfahren. Natürlich macht es mehr Sinn, mit jemandem das erste Mal oder das zweite Mal zusammen zu machen, der dort Praxis hat. Ja, oder wenn man wirklich Lust drauf hat, mal in ein Zen-Kloster oder da gibt es ja genug Communities, die das anbieten. Das ist das eine. Das zweite ist, sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, sich jeden Tag eine halbe Stunde für sich zu nehmen und in dieser halben Stunde tatsächlich nichts zu tun. Also sich irgendwo in den Wald zu setzen oder in den Himmel zu schauen oder einfach bei sich zu sein. Das ist jetzt noch nicht Meditation, sondern sich bewusst wahrzunehmen. Und dann zu überlegen, ja, also dann, wenn man sozusagen so ganz bei sich ist, mal zu überlegen, okay, wenn ich das bin, was ich bin, wer bin ich denn? Ja, also, und dann auch so diese Fragen stellen, wer in mir denkt denn? Und wir kennen das Thema transgenerationale Übertragungen und Co., um einfach für sich selbst so ein bisschen zu sortieren, was Mhm. passiert mit mir gerade? Weil ich glaube, viele Menschen spüren gar nicht mehr das, was mit ihnen passiert. Sondern sie merken es immer erst in dem Zustand, wenn sie so in Richtung Krise gehen oder wenn Dinge passieren, die sie nicht mehr kompensieren können. Und das halte ich für wichtig. Und ich würde bei vielen sogar sagen, als
Ersatz für den Sport. Ich gelernt habe, viele meiner Klienten, die leiden so unter oxidativen Stress, also die laufen sich sozusagen den Frust von der Seele. Und das Problem beim Laufen ist, wenn du dann sozusagen danach bist du fertig, also du fühlst dich frei, ist ja auch gesund, also man soll nicht laufen, aber vorsichtig. Das Problem ist, so eine Stunde nach dem Joggen sind die Probleme halt wieder da. Und das ist eben was anderes, wenn ich mich sozusagen mit mir, mit meinem Inneren beschäftige und nicht die Dinge im Außen suche. Das war jetzt vielleicht nicht so praktikabel für den Alltag, aber mir fällt nichts Besseres ein. Na, ich finde es hochpraktikabel für den Alltag, weil während du das gesagt hast, war das so eine leichte Trance-Einleitung und diese Fragen: „Nimm dich mal wahr“, einfach so ein Bodyscan mache ich für mich, eigentlich standardmäßig, dass ich einmal kurz so durchscanne. Man kann das langsam machen, aber auch sozusagen ja den Körper kurz einmal sich bewusst machen, zu defokussieren. Und diese Frage: „Wer in mir denkt das?“ die finde ich sehr klug. Die stelle ich mir auch ab und zu. Die Frage: „Wie iche ich gerade?“ Also, das Ich als in der Dekonstruktion, in der Fluidisierung, die kommt von, Tom Andreas, habe ich sie gehört, einer meiner, wichtigen Mentoren aus Köln. Gibt aus meiner Sicht von der Haltung her niemanden in Deutschland oder wenige, die eine bessere Haltung zu NLP und im NLP vermitteln haben als er. Wirklich ganz wunderbar. Und der hat das irgendwann mal gesagt: „Wie ichst du gerade?“ Und ich so: Mhm. „Hä?“ Sofort Trance. Ich so: „Boah, puh, das“ Ja, weil wir das Ich ja sehr stark so festfrieren. Deswegen, das hat mich daran gerade erinnert und ja, ich gehe jetzt sozusagen, wohl gescannt, in den weiteren Tag. Werner, ich danke dir total für deine Zeit. Also, das war, sehr vielfältig, sehr interessant und herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht, Sebastian, und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen, denke ich. Ja, und ganz wichtig, dein aktuelles Buch sehr zu empfehlen. Ich erwähne es noch mal und, kann nur sagen, bestell's direkt beim Verlag oder beim kleinen Bookdealer um die Ecke und nicht bei dem Mit dem großen. Aufmerksamkeitsstaubsauger Warenhaus in der Tasche. Sehr gut. Ja, Also, vielen Dank. Werner, Alles danke dir. Gute. Bis Danke. dann. Mach's Bis gut. dann. Tschüss. Tschüss.